Einen wunderschönen guten Morgen zusammen, ihr Lieben, zum Tagesimpuls. Schauen wir, was der Tag für das Kollektiv so mitbringt. Ja, hier gibt es Veränderungen in irgendwelchen Situationen, die du entweder mit den Ämtern oder Behörden zu tun hast. In die Situationen, wo du vielleicht auch schon so dich getrennt von allem fühlst, oder aber, die Karten haben eben nun mal viele Bedeutungen, du bist selbstständig und hast jetzt hier irgendwie den Wunsch voranzukommen und hier liegt die Veränderung. Möglicherweise hast du hier tatsächlich eine Situation, wo du denkst, ich bin mit vielem alleine. Ich habe irgendwie die Schwierigkeit, dass ich mich auf der bewussten Ebene mit einem Thema auseinandersetze, das nicht so leicht ist, wo ich vielleicht auch so ein bisschen mir selbst im Weg stehe, denn wir haben in der unterbewussten Ebene uns selbst. Möglicherweise denkt man hier auch über schicksalshafte Veränderungen an sich nach oder man reflektiert, man zieht ein bisschen Bilanz. Nähe und Distanz kann ja auch ein Thema sein. Möglicherweise zieht man sich ja auch ein bisschen zurück, um darüber zu sinnieren, wo man einen bestimmten Kampf trägt, wo es nicht mehr nötig ist. Das ist so ein bisschen etwas, wo du viel Selbstreflexion betreibst, wo du hinterfragst, das ganze Leben vielleicht so überdenkst und überlegst, was bedeutet eigentlich schicksalshaft? Was ist es? Was ist mein Kreuz oder was sind meine Themen? Eine sehr aufklärende Energie. Im Prinzip ist es so, dass man auch Kreisläufe überdenkt, aus der Vergangenheit Bindungen hinterfragt. Möglicherweise kann man hier auch noch mehr aus Themen rausgehen, wo man so das Rädchen dreht. Man kann hier auch so Situationen klären, wo du vielleicht in der Vergangenheit dich schon wo rausgenommen hast und du überlegst dir jetzt, wo hat mich das hingebracht, ne? Es ist hier nicht grübeln, es ist eine Energie, die hinterfragend ist, ne? Ja, guckt mal, das ist das Haus der eigenen Sicht und hier dreht sich der Baum auf den Kopf, ne? Das heißt, ich überlege mir schon auch, wo hat mich das Leben manchmal umgedreht, wo musste ich Dinge von einer anderen Perspektive sehen, wo lief etwas nicht so, wie ich es geplant habe und warum war das am Ende so, dass mein Leben da Kopf gestanden ist, ne? Möglicherweise ist es gerade auch viel, das um dich herum ist oder viel Veränderung an sich. Die Zeit spielt ja auch eine Rolle. Also wie lange verbringt man Zeit mit was und was bedeutet eigentlich Zeit überhaupt? In welche Herzensangelegenheiten braucht man hier ein bisschen Veränderung an sich, um dass Themen, die aus der Vergangenheit mitschwingen, diesen Platz verlieren, dass ich das Gefühl habe, irgendwo stellt mir mein Leben was
in den Weg und oder stellt sich mir so in die Quere, dass ich abgeschnitten bin von irgendeinem Thema und dass ich nicht richtig weiterkomme. Und obwohl ich schon viel beendet habe in der Vergangenheit oder obwohl ich schon viel versucht habe, selbst auch in die Veränderung zu kriegen, hat man hier trotzdem das Gefühl, dass irgendeine Kleinigkeit fehlt einem hier. Ne? Möglicherweise fragt man sich ja auch aus dem Umfeld raus, ne? Kann Liebe aus dem Umfeld kommen? Wie getragen fühle ich mich? Partnerschaftliche Dinge werden hinterfragt, die Liebe an sich, ne? Zu einem Menschen, zu einem Gegenüber. Es kann ja alles sein, auch so, warum haben wir uns getroffen? Was sind unsere gleichen Themen? Fakt ist aber auch, dass ich hier unten mit den Blumen ein sehr gutes Ergebnis habe. Also überall da, wo du dich fragst, was sind meine Seelengefährten? Was bedeutet Seelengefährte? Wo bin ich irgendwie emotional so involviert, dass wir gemeinsame Themen haben mit anderen Menschen, mit Gegenüber? Und was macht es dann mit mir? Wo stehe ich mir selbst im Weg? Wo habe ich irgendwelche Dinge im Unterbewusstsein, die ich überdenke, inwieweit sie eben schicksalshaft oder handgemacht sind, ne? So, für die Selbstständigen hier habe ich natürlich auch das Geben und Nehmen hier in der Korrespondenz. Wann habe ich hier mal das Wachstum, das ich ständig brauche? Wann habe ich hier Aufträge, die ich für mich zum Aufblühen nutzen kann? Wo ist der Punkt, wo ich mir immer Gedanken mache, dass ich irgendetwas nicht geklärt oder in die Fülle bringe? Inwieweit kann ich die Dinge in meinem Leben mit Liebe machen? Die Legung hat noch was intus, nämlich falls du Single bist, hast du hier in der näheren Zukunft eine Möglichkeit, jemand kennenzulernen, der dein Leben mal wieder ordentlich auf den Kopf stellt. Das sind viele gemeinsame Anziehungspunkte. Ja, auf der seelischen Ebene eine große Anziehungskraft irgendwie auch da, wo du sagen kannst, ich verlasse hier mein Getrenntsein oder ich mache mal wieder auf für irgendwas. Also hier auf jeden Fall sehr schön zu sehen. Hier braucht etwas ein bisschen Energie. Wir haben hier von den Sternzeichen her Sternzeichen Jungfrau zum Beispiel dabei und Energie des Wassers, also Emotionen, Lebensfluss. Die Orange mit dabei, so, ne? Ich mag das ja total, gerade wenn es jetzt auch wieder kälter ist, mich mit verschiedenen Düften zu umgeben. Und dann haben wir hier noch die Tomate und es wird hier die Energie der Liebe hinterfragt. Und das hätte ich jetzt besser gar nicht erklären können anhand der Legung, ne? Beides mal Wasseremotion, Wasserenergie. Nennen wir es die Energie der Liebe, das Schicksal der Liebe. Was habe ich in meinem Leben so für Punkte oder Erfahrungen mit der Liebe gemacht und wo hat mich das manchmal auch auf den Kopf gedreht? Bin ich in der Energie der Liebe, könnte man es auch nennen. Jetzt wollte ich uns ein Krafttier dazu ziehen. Hier kommt die leere Karte. Bedeutet, guckt hier mal irgendwo hin heute, wo euch irgendetwas begegnet, was euch als Krafttier irgendwas vermitteln kann. Das kann ja sein, dass der Möglichkeiten viele sind. Bei uns kommen gerade ziemlich viel Spinnen von der Dachbegrünung rein. Ne? Natürlich beschäftige ich mich dann mit dem Thema. Die anderen haben ihr Seelentier neben sich vielleicht oder die begleitet ein ganzes Leben lang das gleiche Tier. Und hier unten von den Engeln haben wir noch, sei stolz auf dich. Also hier darf man sich ruhig beim Reflektieren auch mal auf die Schulter klopfen, den Pfauen
die Pfauenfedern aufstellen, ne, und sagen, hier, das habe ich schon erreicht, das macht mich stolz. Auch noch spannend hier unten am Deck, du brauchst beide Seiten, um ganz zu sein, die haben wir hier, ne? Also den männlichen und den weiblichen Teil, das Geben und das Nehmen, das Schöpfen und das Empfangen. Ihr Lieben, ich wünsche euch einen wunderbaren Tag, ich drücke euch bis morgen.